Mersin 1999. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wohnten wir im Stadtteil Akbillen von Mersin. Der Fußweg zwischen meiner Schule und unserem Haus betrug 40 Minuten. Ich lernte Mustafa an dem Tag kennen, an dem ich in diese Schule kam. Von diesem Tag an bis heute ist unsere Freundschaft nie zerbrochen. Damals drehten sich unsere Gedanken um Atari-Spiele. Damals gab es weder Internet noch Computer. Also haben wir uns in Atari-Spielen verfangen. Spielhallen, sobald wir aus der Schule kamen. Atari-Kassetten in unseren Taschen, Atari-Tauschbörsen in der Schule. In den Schaufenstern vieler Geschäfte auf dem Weg zur Schule waren Atari-Spiele ausgestellt. Bunte Kassetten mit einzelnen Spielen oder mit mehreren Spielen. Sie alle waren die Spiele unserer Träume, vor allem die Einzelspiele waren sehr gut. Es gab städtische Busse für den Schulweg und unsere Eltern gaben uns Fahrgeld für den Schulweg. Aber wir gingen zu Fuß zur Schule, um das Geld nicht auszugeben, denn wir sparten es, um uns Atari-Spiele zu kaufen. In jenem Jahr sparten wir sogar unser Taschengeld und das Fahrgeld, um uns ein gebrauchtes Atari-Maschine zu kaufen. Um den Schulweg abzukürzen, mussten wir über einen Friedhof gehen. Obwohl uns dieser Weg unheimlich vorkam, gingen wir diesen Weg, weil wir die Schule in 20 bis 25 Minuten erreichen konnten. Der Friedhof hatte eine etwa 2 m hohe Mauer, und wir fanden eine Lücke mit Mustafa durch diese Mauer. Auf diese Weise verkürzten wir den Weg und nutzten unser Fahrgelder, um Spiele zu kaufen. Der Friedhof hatte 2 Tore. Es war ein ziemlich großer Friedhof, und an dem Tor, das von unserem Haus zum Friedhof führte, standen immer ein paar Grabwächter. Aber wir gingen durch die Lücke, die wir gefunden hatten, und liefen zum Ausgang, ohne von ihnen gesehen zu werden. Das Ausgangstor des Friedhofs war immer offen und wir gingen ohne Probleme zur Schule. Eines Tages waren wir auf dem Heimweg von der Schule. Es war Frühling und die Tage waren lang. Obwohl es 17:50 Uhr war, war es wie Tag. Als wir uns dem Friedhofstor näherten, nahmen wir einen sehr stechenden und üblen Geruch wahr, der immer stärker wurde, je weiter wir gingen. Bald sagte Mustafa, was ist das für ein Geruch? Ich schaute mich um und sagte, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist ein Tier gestorben und es hat angefangen zu stinken. Als wir an der Tür ankamen, verstärkte sich der Geruch so sehr, dass ich nie wieder in meinem Leben einen solchen Geruch gerochen habe. Wir konnten vor lauter Geruch nicht mehr atmen und fingen an, schnell zu laufen, wobei wir uns die Krawatten unserer Schuluniformen vor die Nase hielten. Aber wir hatten keine Ahnung, woher der Geruch kam und wonach er roch. Als wir vor der Leichenhalle des Friedhofs ankamen, sahen wir ein paar Männer mit Masken im Gesicht, die sich mit etwas beschäftigten. Die Tür der Leichenhalle war ebenfalls offen. Ich sah eine sehr große, schwarze Leiche auf einem Marmorstein in der Leichenhalle liegen. Ich dachte, dass die Leiche schon vor langer Zeit gestorben war, dass sie durch den Aufenthalt an der frischen Luft dunkel geworden war und dass sie durch den Verfall ihres Gewebes auf eine gigantische Größe angeschwollen war. Ich hielt den Atem an und versuchte, vor dem Geruch davon zu laufen. Als ich nach 5 Minuten anhielt, um mich ein wenig auszuruhen, zog ich die Krawatte aus der Nase. Aber der Geruch wurde überhaupt nicht weniger, er hatte eine schreckliche Wirkung. Ich hatte das Gefühl, als würde meine Lunge bei jedem Atemzug verfaulen. Mustafa und ich rannten nebeneinander her, manchmal überholte er mich, manchmal ich ihn. Und wir versuchten, die zerstörte Mauer zu finden, über die wir früher den Friedhof betreten hatten. In der einen Hand hielten wir die Unterrichtsmappen, in der anderen Hand hielten wir uns die Krawatten vor die Nase. Weder Mustafa noch ich konnten mehr an ihn denken. Obwohl wir weit vom Friedhof entfernt waren, konnten wir den Geruch immer noch riechen. Wir rannten zu unseren Häusern, ohne uns zu verabschieden. Als ich nach Hause kam, schüttelte ich mir das Zitronenextrakt über den Kopf, aber ich konnte den Geruch immer noch in der Nase spüren. An diesem Abend hatte ich nicht einmal Lust zu essen, also ging ich früh ins Bett. Auf dem Weg zur Schule kamen manchmal Punks oder Junkies vor uns, blockierten die Straße, und wenn sich jemand wehrte, griffen sie ihn mit Nebeln oder Messern an. Sie nahmen Geld und Wertsachen mit. Diese Angriffe endeten manchmal sogar mit dem Tod. Wir haben diese Vorfälle nie selbst erlebt, aber wir haben davon gehört. 5 oder 6 Monate nach diesem Vorfall, in den Wintermonaten, als wir auf dem Rückweg zu unseren Häusern wieder über den Friedhof gingen,
sahen wir eine Gruppe von Drogensüchtigen, und als sie uns bemerkten, begannen sie, auf uns zuzulaufen. Wenn man uns erwischte, waren wir 2 und sie 6. Wir hatten keine Chance, ihnen zu widerstehen. Und während wir nichts hatten, um uns zu verteidigen, lief jeder von ihnen wie ein Arsenal herum. Wir rannten in einen dunklen Bereich des Friedhofs, wo die Beleuchtung nicht gut war, und versteckten uns zwischen den Grabsteinen. Wir konnten ihre Sprache und Fluche hören, sie waren wahrscheinlich etwa 5 Meter von uns entfernt. Sie suchten lange nach uns, aber als sie uns nicht finden konnten, gingen sie weg. Hätten sie an diesem Abend uns erwischt, hätten sie uns entweder zu Tode geprügelt oder uns mit Messern getötet. Trotz aller Zwischenfälle, die wir erlebt hatten, fuhren wir beharrlich weiter, jeden Tag, morgens und abends, bis zu jenem furchtbaren Abend. Es war einer der dunklen und kalten Abende des Winters. Es regnete und es wurde immer dunkler, weil wir an diesem Tag etwas später aus der Schule gekommen waren. Wir verließen die Schule gegen 18 Uhr. Es war dunkel, und als ob das nicht genug wäre, lag eine dicke Nebelschicht über uns. Da der nächste Tag ein Samstag war, hatten wir vor, Atari-Spiele zu spielen. Ich, Mustafa und 3 andere Freunde aus unserer Klasse tauchten in einen der Einkaufszentren von Mersin ein. Wir kauften Spiele. Wir verkauften die Spiele, die wir nicht mehr spielen wollten. Kurz gesagt, wir haben uns dort lange Zeit aufgehalten. Dann gingen wir in das beliebteste Geschäftszentrum von Mersin und spielten in der dortigen Spielhalle ein paar Spiele. Die anderen 3 Freunde verließen uns, um nach Hause zu gehen. Wir hatten einen langen Weg nach Hause vor uns. Wir wollten den Bus nehmen, aber da wir unser Taschengeld in der Spielhalle ausgegeben hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als um diese Uhrzeit wieder die übliche Strecke zu nehmen. Es war ungefähr 21 Uhr und 30 Minuten. Wegen der Lichter im Bazar hatten wir die Zeit nicht bemerkt, aber als wir in die Friedhofsstraße einbogen, merkten wir, wie spät wir waren. Der Nebel war dichter, und außer uns gab es kein Lebenszeichen in der Umgebung. Bevor wir den Friedhof betraten, fragte ich Mustafa, ob wir heute Abend nicht in den Friedhof gehen sollten. Mustafa sagte, wenn wir Umweg machen, wir seien schon sehr spät dran, kämen wir zu spät nach Hause, und unsere Eltern würden wütend werden. Aber es war, als ob eine Stimme in mir sagte, dass ich den Friedhof heute nicht betreten sollte. Ich zögerte eine Weile, aber dann sagte ich, lass uns schnell am Friedhof vorbeigehen, und wir machten uns auf den Weg. Als wir den Friedhof betraten, sahen wir den Wachmann im Gespräch mit einem Mann. Wir sagten guten Abend, als wir vorbeigingen. Der Wachmann fragte, wohin die Kinder um diese Zeit gehen würden. Ich weiß es nicht genau, aber es muss gegen 21:45 Uhr gewesen sein. Wir sagten dem Mann, dass unser Haus auf der anderen Seite des Friedhofs liegt, dass wir uns etwas verspätet hätten und dass wir diesen Weg nehmen würden. Der Wachmann sagte nichts, und wir setzten unseren Weg fort. Wir fuhren auf der Hauptstraße innerhalb des Friedhofs. Der Friedhof war eigentlich gut beleuchtet. Aber wegen des Nebels in dieser Nacht waren die Lücken zwischen den beiden Lampen ziemlich dunkel. Die linke Seite des Friedhofs war ein christlicher Friedhof. Auf einigen Gräbern standen Kreuze und auf anderen Engelstatuen. Die rechte Seite war für muslimische Gräber reserviert. Die gelegentlichen Schreie der Nachtvögel ließen uns frösteln. Als wir weitergingen, hörten wir hinter uns etwas, das sich anhörte, als würde eine Eisenstange zu Boden fallen. Mustafa und ich schauten uns gleichzeitig um. Auf dem Boden war nichts zu sehen. Ich fragte Mustafa, hast du es auch gehört, und Mustafa sagte ja. Ich schaute auf das Tor, durch das wir den Friedhof betraten, und wir waren nur noch 50 Meter entfernt, und die beiden Männer unterhielten sich immer noch vor dem Tor. Wir sahen uns um zu sehen, ob wir etwas fallen gelassen hatten, aber nein, es war auch nichts von uns gefallen. Dann fragte mich Mustafa, was das für ein Geräusch war. Ich sagte, ich weiß es nicht, vielleicht waren es diese Typen, aber ich glaubte es selbst nicht, denn das Geräusch kam direkt hinter uns. Wir gingen noch ein Stückchen weiter. Dann drehte ich mich um und schaute auf das Tor. Das Tor, durch das wir den Friedhof betreten hatten, war nicht mehr zu sehen. Ich wusste nicht, ob wir es wegen des Nebels nicht sehen konnten oder ob wir zu weit gelaufen waren und auf halbem Weg waren. Als wir weitergingen, hörten wir plötzlich ein Geräusch.
dass wie das Schleifen dicker Ketten auf dem Boden hinter uns klang. Als wir hinter uns schauten, war nichts zu sehen. Wir fingen an zu rennen, um den Friedhof so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Während wir rannten, wurde das Geräusch der schleifenden Ketten hinter uns immer lauter und wir riefen uns gegenseitig zu: Was ist das für ein Geräusch? Nachdem wir ein wenig weiter gelaufen waren, sah ich etwa 50 Meter vor uns 3 große Silhouetten. In diesem Moment wurde mir klar, dass wir nicht vor dem Geräusch der Ketten hinter uns Angst haben sollten, sondern vor den Silhouetten, die auf uns zukamen. In diesem Moment blieben wir beide stehen, und als wir stehen blieben, hörte auch das Geräusch der Ketten auf. Als die Silhouetten auf uns zukamen, sah ich, dass es 3 Frauen in schwarzen Tschadors waren, die sie ganz bedeckten, aber ihre Gesichter waren offen. Alle 3 waren sehr schön. Ich sage sehr schön, weil sie identisch waren. Das ist es, was mich am meisten erschreckte. Wenn sie gingen, machten sie keine Gehbewegungen wie Menschen, es war, als ob sie auf Eis liefen. Ihre Röcke krochen manchmal über den Boden und flogen manchmal durch die Luft. Ihre Gesichter waren stumpf, ihre Augen auf einen einzigen Punkt gerichtet, auf den sie sich zubewegten. Während Mustafa und ich uns gegenseitig mit tränenerstickter Stimme panisch fragten, was denn los sei, wer sie seien, was sie von uns wollten und was wir tun sollten, spürte ich, als sie vorbeikamen, einen kalten Luftzug über mir. Ich musste meinen Kopf ziemlich hochheben, um ihre Gesichter zu sehen. Sie waren fast zwischen 1,90 oder 2 Meter groß. Sie gingen an uns vorbei, als ob es uns nicht gäbe. Nachdem sie vorbeigefahren waren, ertönte von der linken Straßenseite ein Puff. Da es dunkel war, konnten wir die Quelle des Geräuschs nicht sehen und begannen zu rennen. Diesmal begannen Puff-Puff-Geräusche aus jeder Ecke des Friedhofs von der rechten und linken Seite der Straße zu kommen. Es war, als kämen hunderte Puff-Puff-Stimmen aus jeder Ecke des Friedhofs, und die Stimmen begannen, wie ein Summen zu klingen. Bei jedem Geräusch hob sich die Erde auf dem Friedhof 30 oder 40 Zentimeter aus dem Boden. Wir fingen wieder an, mit aller Kraft zu rennen, denn unser einziges Ziel war es jetzt, aus dem Friedhof herauszukommen, indem wir die Lücke fanden, durch die wir in den Friedhof eingedrungen waren, um den Friedhof zu verlassen. Wir waren nahe an den Mauern des Friedhofs, aber vielleicht wegen der Angst und Panik in uns konnten wir die Lücke, durch die wir immer gekommen waren, nicht sehen. Wir verließen die Hauptstraße und näherten uns den Mauern des Friedhofs, weil wir die Lücken sonst nicht finden konnten. Wir rannten an der Mauer zwischen den Gräbern entlang, konnten aber vor Angst und Panik die Lücke nicht finden. Als wir rannten, blieb mein Fuß an einem Stein hängen, und es war, als flöge ich und fiele auf den Boden. Meine Arme und Knie waren geprellt. Als ich den Kopf hob, sah ich, dass die Erde kochte. Überall stieg Erde auf, und als sie sich hob, bildete sich eine Staubwolke. Noch bevor sie auf dem Boden landeten, kam eine weitere Welle, und die Erde wurde wieder in die Luft geschleudert. Ich konnte die fliegende Erde in meinem Mund schmecken, und die Puff-Puff-Geräusche, die aus jeder Ecke des Friedhofs kamen, hatten sich in einen gewaltigen Lärm verwandelt. Es war, als ob sich an diesem Abend die Pforten der Hölle geöffnet hätten. Während ich dachte, dass ich niemals aus diesem Friedhof herauskommen würde, sah ich, dass Mustafa weiterlief, ohne zu bemerken, dass ich gestürzt war und durch die Lücke herauskam. In diesem Moment waren wir beide um unser eigenes Leben besorgt und kümmerten uns nicht einmal um den anderen, weil wir diesen Horror erlebten. Ich machte einen Versuch, aufzustehen, aber mein rechter Fuß war verstaucht und sehr schmerzlich. Ich stand mit Hilfe der Mauer auf, bewegte mich so schnell, wie es meine Schmerzen zuließen, und verließ den Friedhof durch die Lücke, die Mustafa H. durchgegangen hatte. Während ich den Friedhof verließ, schien die Erde auf dem Friedhof noch immer ihre Wut zu erbrechen. Es gelang mir, nach Hause zu humpeln. Als meine Mutter die Tür öffnete, fragte sie: Was ist denn los mit dir, mein Sohn? Ich war mit Staub bedeckt, mein Fuß war verstaucht und das Knie meiner Hose war zerfetzt. Ich ging sofort ins Bad und machte mich sauber. Ich beruhigte meine Eltern, indem ich ihnen sagte, dass ein Hund mich gejagt hat. Ich wurde ihre Vorwürfe nicht los, wenn ich ihnen erzählte, dass ich über den Friedhof gelaufen war und dass ich das getan hatte, weil ich kein Geld für den Bus hatte. Bis mein Fuß geheilt war, fuhren wir mit dem Bus zur Schule und zurück.
Wir erzählten nur ein paar engen Freunden in der Schule, was uns passiert war, und sie lachten uns aus und sagten, seid ihr denn nicht vernünftig, könnt ihr um diese Zeit auf den Friedhof gehen? Als mein Fuß geheilt war, gingen wir wieder zur Schule zu Fuß, um Geld für die Spielhalle zu sparen. Aber wir gingen nie wieder auf den Friedhof. Ich bin jetzt in meinen 30 Jahren. Mustafa und ich sind immer noch gute Freunde, und wenn wir uns treffen, denken wir immer noch an diese Nacht zurück. Wir haben zum Ende unserer Geschichte gekommen. Bitte vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und vergessen Sie nicht, zu kommentieren. Danke für das Zuhören zu mir, auf Wiedersehen, um in einer anderen Geschichte zu treffen.